wir fahren, wir fahren schneller. Wir brennen, wir brennen, wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller, unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Ingo Nie, 1969 im ostwestfälischen Bielefeld als Sohn eines Schlachters und einer Landfrau geboren, wurde nach einem Studium der Philosophie und jahrelangen Grübeleien einer der Jungschriftsteller um Chris Cross. Ingos Literatur galt Kritikern als eine Kopfnuss, die es nicht wert war, geknackt zu werden. Auch die anderen Jungschriftsteller hatten wenig Interesse an dem, was er schrieb, aber er gab ihren Begegnungen einen schwer berechenbaren Drall. Ingo hatte Interesse an allen, die irgendwie ungewöhnlich dachten und handelten, und das war für ihn, so effemiert er sich auch gab, trotz oder eben wegen der Emanzipation überwiegend Männer. Die Frauen machten sich Platz und die Männer scherten aus. Ingo verdiente sein Geld mit Interviews und Reportagen, doch als teilnehmenden Beobachter war ihm schnell langweilig. Richtig mitmachen wollte er auch nicht, aber neuen Gedanken und Taten eine Hebamme sein oder anderen seine Gedanken einpflanzen, so dass sie schließlich als die ihren betrachteten und weiterspannen. Mit Büchern allein war das immer weniger möglich, ihm jedenfalls. Egal wie eingängig er sich zu schreiben bemühte, nur wenn er sich anschickte, seine Ideen selber umzusetzen, setzte sich mehr oder weniger etwas in Bewegung. So hatte Ingo 2007 den Bau einer gigantischen Pyramide als Grabstätte für potenziell alle Menschen der Welt propagiert. Und 2010 hatte er Erik Nie die Idee zu einer weiteren gigantischen Pyramide übereignet, die aus einem Berg herausgeschlagen und wieder unter diesem begraben werden sollte, den Pyramidenberg. Sein größtes Projekt sollte eine Army of Love werden, die den herkömmlichen Kommunismus komplettierend für eine bedarfsorientierte Umverteilung der sinnlichen Liebe stritt. Hier hatte sich Ingo einmal für Mitstreiterinnen wie die Filmemacherin Alexa Karolinski und die Künstlerin Dora Garcia entschieden. Kaum war 2016 ein erstes Werbevideo abgedreht und eine erste Rekrutierung veranstaltet, hagelte es Einladungen aus aller Welt. Doch Ingo ahnte, viele weiße Männer hatten sich als die Verlierer von Emanzipation und Globalisierung bereits so tief in Hass und Ressentiments eingegraben, dass man ihnen ein ganz anderes Szenario anbieten musste. Eines, das ihre Rechtswende spielerisch aufnahm und in etwas weitaus Größeres fortführte. Wenn sich schon mal jemand die Mühe machte, seine Meinung zu ändern, dann musste man, statt sich in Protest zu verschwenden, diese Bewegung wie im Judo aufnehmen und gegen sich selbst wenden. Als 2018 die Zulassung künstlicher Spermien westliche Männer in Aufruhr versetzte, propagierte Ingo eine Bastion weißer Männer, die sich durch abgelegenere Regionen Thürings und Sachsen zog. Deutsch Südost. Hier sollten die weißen Männer nach ihrer eigenen Fasson selig werden, statt sich immer tiefer in Lamboyanz und Ressentiments zu vergraben. Wenn man sie mit sich alleine ließ, dann würden sie ihrer selbst rasch überdrüssig werden.